Die US-Börsen korrigieren, das bringt natürlich aber auch wirklich gute Chancen mit sich und deswegen habe ich heute schon mal 3 kaufenswerte Aktien mitgebracht, die auch schon auf dem aktuellen Kursniveau eine sehr spannende langfristige Investition sein könnten. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ja, ich habe da Aktien dabei und die erste, die wir uns anschauen, ist Carlyle Companies. Ja, in der Branche ist man tätig, ja, so ein bisschen spezialisiert auf Bauprodukte. Also man ist ein Industriekonglomerat mit einem Geschäftsmodell, das sich hier fokussiert hat auf Dachabdichtungen, Isolierungen, Spezialmaterialien für Gewerbe- und Wohngebäude und sie sind auch stark im Bereich nachhaltiger und energieeffizienter Bauprodukte aufgestellt. Also spannendes Unternehmen. Wenn wir uns hier mal kurz den Qualitätscheck auch anschauen von Carlyle, können wir sehen, ja, es ist natürlich ein zyklisches Geschäftsmodell, also Baugebiet, Industrie, aber an sich geht hier der Fall auf jeden Fall nach oben. Dividende wird im Moment auch schön gesteigert und die liegt bei 10% bei einer wirklich niedrigen Payout Ratio. Auch die Umsätze steigen langfristig schön an. Wir haben eine relativ hohe Nettomarge mit hier 17,24% und die Prognosen, die erscheinen hier auch wirklich attraktiv. Bilanz ist äußerst gesund. Schuldenquote gesamt haben wir im Moment nur knapp 33% und vor allem sind hier unglaublich viele zurückgekaufte Aktien in der Bilanz. Also gefällt mir auch sehr gut dieses Bild. Sehen wir auch eben hier links. Also hier wurden die Aktien immer schön weiter zurückgekauft. Das ist natürlich auch Rückenwind für uns als Aktionär und kann auch nochmal gleichzeitig das Kurswachstum befeuern. Wenn wir uns den fairen Wert anschauen auf Basis der letzten Jahre und des bereinigten Gewinns, dann sehen wir, dass Carlyle im Moment ja, relativ fair bewertet erscheint. Und wenn wir uns die Prognosen hier mal zur Brust nehmen bis Ende 2026, dann hätten wir aufs Jahr gerechnet eine Rendite von 13,2%, wenn man jetzt hier einen Einstieg bei Carlyle wagen würde. Ist eine spannende Aktie und ja, wir kamen jetzt eben auch aus so einer doch deutlichen Überbewertungsphase hier 2024, sind auch schon einiges im Kurs zurückgekommen und ja, es ist jetzt praktisch fast wieder dieses Niveau von 2022 erreicht. Also denke ich auch eine wirklich spannende Situation. Sie sind ja hauptsächlich in den USA natürlich tätig, aber auch in Europa mit einem wirklich kleinen ja, Umsatzanteil. Bevor wir den Chart anschauen, wenn du noch nicht Abonnent bist auf diesem Kanal, dann wird es jetzt wirklich Zeit, denn die allermeisten, die meine Videos anschauen, abonnieren nicht den Kanal. Also unbedingt mal Abo da lassen, ist natürlich völlig kostenlos, hilft natürlich mir auch weiter. Gerne Daumen nach oben da lassen, dass dieses Video auch neuen Leuten vorgeschlagen wird, denn wir stehen kurz vor den 2000 Abonnenten und es würde mich natürlich wirklich freuen, wenn wir diesen Meilenstein erreichen. Also vielen Dank, dass du hier dieses Video auch anschaust. Gucken wir auf den langfristigen Chart von Carlyle und wir sehen, also es war eine wirklich spannende Aktie in den letzten Jahren und auch eine ja, relativ gute Investition und wir können eben auch sehen, mittelfristig hatten wir unser Allzeithoch 2024 und jetzt sind wir aber auch schon ein gutes Stück vom Allzeithoch entfernt. Wenn wir uns die Korrekturtiefe etwas genau anschauen, sind wir schon über 30% korrigiert und die wichtigste Zone, die es jetzt hier zum Anlaufen gibt, wäre im Bereich von ca. 320 bis ungefähr 290 US-Dollar. Und wenn wir hier auf diesem Niveau einen Boden bilden, wäre das auf jeden Fall eine attraktive Investitionschance bei Carlyle auch einzusteigen. Im Moment gibt es ja auch eine kleine Dividende von 1,2% und KGV von nur 8,74. Also es ist eine wirklich interessante Aktie und ich glaube, da ist auch noch einiges an Luft, was die Dividende angeht und kann man sich auf jeden Fall mal überlegen, ob man hier nicht langfristig einen Einstieg wagen möchte. Also für mich absolut wichtiger Watchlist-Kandidat. Ich habe mir auf die Watchlist gelegt und warte jetzt ab, wie die Reaktion hier auf diesem Level dann aussieht bei Carlyle. Ja, gucken wir ein Stück weiter auf die nächste Aktie und zwar geht es um Synopsys. Synopsys kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch. Ja, es ist in der Branche Halbleiter und Software tätig, also vor allem im Electronic Design Automation Bereich und man entwickelt also Software für Chip Design und Verification, die wirklich essentiell ist für die Halbleiterherstellung. Ja, neben Cadence Design sind sie einer der Marktführer und sie profitieren vor allem vom aktuellen KI- und Chip-Boom, also auch eine wirklich interessante langfristige Investitionschance. Im Moment haben wir hier 64 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, also auch schon ein deutlich größeres Unternehmen, als es Carlyle ist mit seinen knapp 20. Und wir sehen auch hier, dass sich die Gewinne, Cashflows ja deutlich stabiler entwickelt haben im Vergleich zu Carlyle. Also ein richtiger Dauerläufer hier, was auch die Gewinne angeht.
Das gleiche gilt für die Umsätze und natürlich die Prognosen. Auch hier wirklich sehr, sehr starkes Wachstum, unglaublich hohe Nettomarge mit hier knapp über 20%. Die Prognose sagt auch, dass die noch weiter anwachsen soll auf 35%. Also ein wirklich hochqualitativer Wert. Was die Bilanz angeht, da haben wir im Moment eine Schuldenquote gesamt von 26,88%. Hier ist ein bisschen Goodwill mit drin in der Bilanz, auch ein paar eigen zurückgekaufte Aktien, aber an sich also viel Cash und Wertpapiere auch und alles im grünen Bereich. Ja, bei den Aktienrückkäufen, da sieht es leider nicht ganz so schön aus. Also hier werden ab und zu mal wieder Aktien ausgegeben, dann auch wieder reduziert, dann wieder ausgegeben. Also kein wirklich stringentes Bild hier und keine starke Historie, eher seitwärts gerichtet, ist leider etwas schade. Wenn wir uns den fairen Wert auch hier mal anschauen bei Synopsys der letzten 3 Jahre, wird es auch sehr interessant, denn Synopsys im Moment ist die Aktie unterbewertet, knapp 10%. Wir haben hier noch ein bisschen Luft, um auf die Niveaus von 2021 zurückzufallen. Wir waren auch eine lange Zeit überbewertet. Und ist, denke ich, jetzt eine wirklich sehr, sehr spannende Aktie, die du unbedingt auf die Watchlist legen solltest. Denn wenn wir jetzt mal hier einen Kauf simulieren bis Ende 2027, dann wäre das eine wirklich auch ja, doch starke Chance, die man hier nutzen kann. Also ist, denke ich, schon auch attraktiv, sich hier die Aktie genauer anzuschauen, vielleicht auch in einer größeren Analyse. Ich persönlich bin in Cadence Design investiert. Das ist ein direkter Konkurrent, auch eine wirklich spannende Aktie, aber natürlich keine Anlageberatung. Bevor wir uns den Kurs anschauen und feststellen, ob Synopsys jetzt ein Kauf bist du noch auf der Suche nach einem Aktienbroker? Dann ist es jetzt an der Zeit, hier im ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung, ja, ein Konto zu eröffnen bei Finanzen Net Zero, denn da gibt es jetzt eine coole Aktion. Hier bekommst du 5% Cashback auf den MSCI World Sparplan und der lohnt sich natürlich doppelt, wenn die Kurse aktuell so günstig sind und du hilfst mir auch damit indirekt meine Arbeit auf dem Kanal zu unterstützen. Vielen Dank. So, wir gucken uns jetzt den Chart an, langfristig von Synopsys, also auch ein wirklich starker Dauerläufer. Und gerade im Bereich Halbleitertechnik natürlich auch ein wirklicher Tech-Wert. Ja, langfristig können wir auch sehen, also die Aktie ist gefühlt nur am Steigen. Also seit Jahren, seit Jahrzehnten läuft die Aktie nach oben, mindestens seit 2009. Letztes Allzeithoch haben wir gesehen, hier oben bei 623 US-Dollar im Jahr 2024. Jetzt schon die deutliche Korrektur. Wir hätten auf das wichtigste Niveau bei 398 US-Dollar knapp drunter. Auch noch ein bisschen Luft mit minus 10%, die wir noch unten noch abbauen könnten. Wir stehen aber im Moment auch schon über 28% hier unter dem letzten Allzeithoch. Also auch diese Korrekturtiefe ist schon definitiv interessant. Ja, also wenn wir jetzt noch ein Stück runterkommen würden auf diese 390 von mir aus, 398, wäre eine wirklich interessante Möglichkeit, hier Synopsys zu kaufen. Wenn dann gleichzeitig noch ein Kaufsignal ausgelöst wird, kann natürlich auch sein, dass wir hier oben schon drehen. Im Moment gilt es da eher noch, die Füße stillzuhalten und dann auch ein Kaufsignal abzuwarten. Im Moment sieht es hier schon so aus, als würde da die erste Erholung stattfinden. Ist eine sehr spannende Aktie, kann man sich aber auch, klar, mal die Alternative genauer anschauen. Eben dann Cadence Design ist auch eine ja, ähnliche Aktie, also eigentlich der direkte Konkurrent zu Synopsys. Dritte Unternehmen, das ich mit dabei habe, ist Old Dominion Freightline. Kennt ja auch sicher der ein oder andere von euch. Branche Logistik und Transport, also vor allem hier im Bereich Less Than Truckload Transporting. Also man ist spezialisiert auf hocheffiziente Stückguttransporte mit einem wirklich starken US-weitem Netz. Also sie sind extrem profitabel und haben eine wirklich effiziente Spedition in den USA mit wirklich sehr, sehr guten KPIs. Und ich bin tatsächlich auch in Old Dominion Freightline investiert, also keine Anlageberatung. Ist für mich eine unglaublich spannende Aktie und auch ja, einfach ein Unternehmen mit einer wirklich hohen Einstiegsbarriere. Hier 99,4% aller Lieferungen sind pünktlich, also wirklich auch ein hochqualitativer Wert. Wenn wir uns hier mal den Qualitätscheck anschauen von Old Dominion Freightline, sehen wir auch, dass die Gewinne Cashflows langfristig schön anwachsen. Auch wenn hier immer mal wieder so ein paar Jahre drin sind, die eher schwächer sind, hängt natürlich auch damit zusammen, dass dieses Unternehmen stark beeinflusst wird von der Konjunktur in den USA. Man zahlt eine nette Dividende, Payout-Ratio liegt knapp unter 20%. Auch die Umsätze steigen langfristig sehr stark an. Im Moment ist die Nettomarge bei 20,4%. Die Prognose geht davon aus, dass die Umsätze jetzt in den nächsten Jahren wieder anwachsen dürften.
Schuldenquote gesamt ist auch wirklich niedrig mit 24%. Generell ist hier die Bilanz auch sehr sauber, also hier ist eigentlich nur alles Kernvermögen drin, keine eigen zurückgekauften Aktien, auch kein Goodwill. Langfristig sinken aber hier die Aktien sehr, sehr schön. Also hier werden eigene Aktien zurückgekauft. Gefällt mir auch sehr gut. Also ist auch Teil meiner Investment-These, dass das so weitergehen dürfte in den nächsten Jahren, wenn es auch wieder ein bisschen besser läuft. Also auch ein wirklich interessanter Shareholder Yield, den man hier bekommt bei Old Dominion Frightline. Ja, auf Basis der letzten 3 Jahre und des bereinigten Gewinns sehen wir auch, dass Old Dominion Frightline jetzt das erste Mal wieder das Level erreicht hat, dieses bereinigten Gewinns. Also das erste Mal seit Jahren wirklich hier, dass Old Dominion Frightline mal wieder fair bewertet ist, auch auf Niveau von 2022 angekommen. Wenn wir hier mal einen Kauf simulieren, dann ist es schon auch interessant. Bis Ende 2027 und den mittleren Prognosen geht hier dieses Tool von 16,0% Rendite aufs Jahr aus, also auch eine spannende Investitionsmöglichkeit. Und ich habe die Aktie nach wie vor auf meiner Watchlist, also ich habe da noch keine volle Position und würde da auch gerne nochmal nachkaufen. Und da gucken wir uns jetzt eben auch den Chart an. Also langfristig Old Dominion Frightline für mich einer der absolut interessantesten Aktien, die es überhaupt gibt an der Börse. Also wirklich wunderschöner Chartverlauf, sehr, sehr stark. Ist jetzt schon fast ungewöhnlich, dass wir hier nochmal so eine große Korrektur dran packen, nachdem wir ja hier schon so eine Korrektur auch hatten. Aber ist jetzt bei diesem starken Run auch nicht ganz ungewöhnlich. Allzeithoch hatten wir hier bei 231 US-Dollar, sind jetzt hier nochmal in der Korrektur abgerutscht und befinden uns jetzt genau auf der allerwichtigsten Zone, nämlich in der grünen bei ca. 160 US-Dollar. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass wir hier drehen. Also ich denke, wir werden jetzt anfangen, hier einen Boden zu bilden. Wir haben wirklich starkes Volumencluster hier links liegen, auch natürlich diesen Doppelboden noch aus 2022. Das Fibonacci Retracement, diese ganzen Unterstützungslevel, also sehr attraktiv meiner Meinung nach, wenn Old Dominion Frightline hier jetzt nochmal eine Stabilisierung hinbekommt. Also unbedingt die Aktie auch auf die Watchlist legen, ist, glaube ich, eine der spannendsten Aktien auch für dieses Jahr. Dividendenyield liegt ungefähr bei 0,7%. Natürlich jetzt noch kein riesiger Dividendenzahler, aber aus Wachstumsperspektive denke ich auch eine doch spannende Aktie. Also alle drei, Carlyle, Synopsys und Old Dominion Frightline, werden jetzt schon interessant für einen langfristigen Einstieg und als langfristige Investition. Deswegen habe ich sie ja auch jetzt hier heute vorgestellt und glaube, dass sie wirklich sehr, sehr spannend ist. Wenn es dir jetzt gefallen hat, dann unbedingt hier den Kanal abonnieren, auf keinen Fall vergessen, gerne auch die Glocke anmachen, denn dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr von mir. Und dann sage ich für heute vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.